Aber versuch's trotzdem noch irgendwie zu lösen, weil der Physiotherapeut sagt eigentlich, jo, ha, Mann, einfach nicht gewollt, Weltklasse. Ja, Gasannahme weg, passt, kann direkt zur KTM-Werkstatt. Das wollte ich euch zeigen. Heute, Pi mal Daumen, 5. September. Ich verkünde somit offiziell Saisonende. So, hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe echt Riesenglück. Der DJI Mic Receiver hat sich echt gerade aufgehängt und ich habe gerade schon gesprochen für euch, aber leider hat er nicht funktioniert. Ist schon der Wahnsinn. Ich habe echt immer Riesenglück mit Technik. Yes, geschafft. Schauen wir mal und wieder starten. Hat sich echt aufgehängt. Sehr schade, aber euer letzter Stand ist, das Moped war repariert, ich hatte es beim Service, der Shift-Sensor war defekt und ich habe jetzt keine Fehlermeldungen mehr. Das hat eigentlich auch super gut geklappt, bis auf gestern, circa einen Monat nach dieser Reparatur. Wir sind von Österreich, vom Campen zurück im Gesäuse, Link gerne in der Videobeschreibung, hammergeile Gegend, zurückgekommen. Und was ist passiert auf der Autobahn beim Beschleunigen? Traktionskontrolle ausgefallen, Geschwindigkeitsregelung ausgefallen, dementsprechend ich konnte nicht mehr Gas geben. Wir haben circa auf dem Pannenstreifen 3 Kilometer gebraucht, um auf Tempo 100 zu beschleunigen, dass wir halbwegs solide durchgekommen sind. So eine Kacke. Haus raus, Schatz. Also nichts mit Shift-Sensor oder Shift-Sensor schon wieder kaputt, auf jeden Fall. Geschwindigkeitsregelung gerade ausgefallen auf der Autobahn beim Beschleunigen. Und wieder mal Traktionskontrolle. Servus. Dann hat es einigermaßen wieder funktioniert im Sinne von, wir haben einfach kein Gas gegeben und es ist einfach gefahren. Okay, Resümee. Es ist wieder was kaputt, wir haben 2 Fehlermeldungen. Ich bin heute Morgen aufgestanden und wir haben noch geredet. Und haben wir diese Fehlermeldungen, wenn wir heute starten? Vorhin hat gemeint, ja, im schlechtesten Fall musst du ein paar Kilometer fahren. Ich bin losgefahren und hatte natürlich keine Fehlermeldungen. Heute geht alles wieder wie am Schnürchen. Nur der C2-Schalter ist wieder defekt. Genau, C1 geht noch, C2 tut einfach nichts. Also weiterhin dieselben Probleme. Irgendwas ist auf jeden Fall noch sehr im Groben. Also wir fahren jetzt noch ein bisschen rum. Ich habe noch 1, 2 Wege zu erledigen und hoffen, dass der Totalausfall kommt. Schauen wir mal. Also dann. Also, was ist denn passiert gestern beim Fahren? In der Regel, so wie bei uns in Irland, du versuchst Gas zu geben oder beziehungsweise du gibst Gas, egal in welchem Ausmaß, und eigentlich wirft es dich noch vor, weil er überhaupt nicht beschleunigt, er regelt sogar runter. Wahrscheinlich im Zusammenhang, weil die Traktionskontrolle auch ausfällt, dass du auf keinen Fall in dem Moment halt zu viel Gas gibst, weil ja die Geschwindigkeitsregelung sowieso ausfällt, was grob gesagt so viel heißt wie die Gasannahme ist ja hier elektronisch geregelt und ist dann einfach down. Halleluja. So ein Mist. Also wir hatten gestern wirklich, der Tank war noch voll, es ist ungefähr gestanden 150 Kilometer Reichweite, wir hatten noch 170 zu fahren. Ich bin einfach so, wir können ja eh nicht schneller fahren mehr in dem Zustand, dementsprechend ich bin wirklich einfach 100 gefahren. Tempomat hast du auch keinen zu einem Zeitpunkt mehr, das heißt ganz schön gemütlich am Gas haben. Und wir haben es echt geschafft, die Reichweite so auszukosten, dass ich mit 0 Kilometer, deshalb jetzt ist der Tank vollkommen voll, hier in München angekommen bin. Wir sind schon immer richtig am Limit unterwegs. Und ja, jetzt kann ich aber nicht zur Werkstatt fahren, weil ich habe ja keine Fehlermeldung, was mich natürlich total ankotzt. Und deshalb dachte ich mir, ich nehme euch einfach mit auf diese Fahrt jetzt. Bin so ungefähr 1 Stunde unterwegs, geplant, jetzt ungefähr so die halbe Zeit. Und vielleicht muss ich später auch mal auf die Autobahn fahren und dort durchziehen. Vielleicht hilft das ja was. Also subjektiv würde ich echt sagen, es hat was mit Regen zu tun. Am Wochenende hat es wieder auch geregnet beim Fahren. Über die Nacht hat es extreme Feuchtigkeit gegeben da im Gebirge. Und so ist der Stand der Dinge. Nervt natürlich vollkommen hart. Ich wollte im Oktober eigentlich noch irgendwo hinfahren mit dem Moped. Am besten einen Monat, vielleicht von Remote arbeiten. Aber ja, Alter, wenn das Ding jederzeit zusammenbricht, schlechter Plan. Und ja, ich habe beim Fahren gestern auch schon definitiv von der Panamerika geträumt, weil das war wirklich eigentlich das geilste Moped von denen, die ich Probe gefahren bin. Siehst du, habe schon wieder Notaus benutzt. Soll ich mir abgewöhnen, hat mir der offizielle KTM Service mitgeteilt. Niemals Notaus benutzen bei dem Ding, weil es gibt wohl irgendeinen Softwarefehler, der tatsächlich dazu führen kann, dass gewisse Teile hier durchschmökern.
oder Abstürze verursachen oder Fehlermeldungen verursacht. Dementsprechend, es wird daran gearbeitet. Daumen drücken, dass das rauskommt. Aber für mich ist halt der Ein- und Ausschalten falsch. Du solltest immer nur den zum Ein- und Ausschalten benutzen oder einfach den Ständer runtergeben, dann geht sie auch aus. Weil ja, ich habe gern die Zündung noch an und schaue irgendwie Trip-Data oder sonstiges an. Aber ja, darf man hier nicht machen, kann das ganze Moped zum Abschmieren bringen. Passt, nächster Weg, weiter geht's. Also, zweiter Weg erledigt. Alles hart am Start, Mann. Ich liebe es, wenn Sachen funktionieren. Großartig. Falls es jemand interessiert, das wird ja so eine Art Vlogging wohl. Motorradfahren, labern und ein bisschen Update von allem. Meine Schulterproblematik ist noch immer da. Rechte Schulter. Soll wohl nicht die Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule oder sonstiges sein. Habe jetzt sogar einen Reha-Antrag genehmigt bekommen. Aber versuche es trotzdem noch irgendwie zu lösen, weil der Physiotherapeut sagt eigentlich, jo, ha! Mann, einfach nicht gewollt. Weltklasse. Ja, Gasannahme weg. Passt, kann direkt zur KTM-Werkstatt. Das wollte ich euch zeigen. Mega der Hit. Okay, weiterhin nicht vergessen, Koffer dabei. Aber das ist perfekt. Jetzt hoffe ich nur, dass ich echt es bis 12 dort schaffe und die einfach sagen, jo, sie machen das noch, weil sonst bin ich auch im Arsch. Und ja, ich ziehe voll am Gashahn, falls ihr es nicht seht. Und das ist die Leistung. Wenn sie konstant so bleibt, kann man damit fahren, weil es beschleunigt. Genau, Schaltsensor ist auch wieder aus, also Shift, also der Schaltassistent. Was? Es fehlt wieder der Gang. Ja, vielleicht ist nochmal der Shift-Shaft-Sensor eingegangen, aber das kann doch nicht sein, Alter. Ich kann doch nicht pro Monat einen Shift-Shaft-Sensor verblasen. Genau, also wenn die Leistung konstant ist, also ich kann da jetzt auch gar nicht anständig rüberfahren, weil ich habe keine Leistung. Aber wenn dieser Zustand komplett permanent ist, dann kann man damit fahren. Das Ding ist, manchmal regelt er ganz runter. Du hast quasi gar keine Gasannahme und dann stotterst du so dahin und beschleunigst wirklich gar nicht. Kommst vielleicht auf 10 km/h. Und deshalb, so sind wir durch Irland gefahren. Hunderte Kilometer mit 1 PS und ich auch quer durch Irland. Weltklasse. Fullschub, Alter. Oh, voll geil. Ich denke an dich, du lieber wie heißt ihr denn? Du lieber Fahrwegenen, Kollege. Siehst du, ich bin so ein Ei, was Namen angeht. Aber ja, ich denke an dich. Auf jeden Fall schöner Wiener Dialekt. Kriegen wir hin. Beschleunigen sind wir heute einem M3 auf jeden Fall unterlegen. Also schau. Er fährt Standgas, ich fahre 100% Vollschub. Aber ja, in diesem Monat, in diesem Modus in Irland, ihr glaubt es nicht, alle LKWs haben schneller beschleunigt als wir. Ist wirklich so, wenn der voll draufsteigt. So ein Lieferwagen, so Ikea-Kastenwagen auf der Autobahn, er fährt, also ich fahre links und es ist bergauf gegangen und du wirst langsamer mit dieser Leistung, wenn es bergauf geht. Also ich fahre links, vor mir ist kommt ein LKW so in 200 Meter und ich habe halt einfach gewusst, yo, ich kann nicht Gas geben. Ich habe halt einfach gewusst, yo, ich bin so, Junge, bitte, Alter. Sorry, Leute. Genau, also ich habe halt einfach gewusst, ich kann nicht beschleunigen, weil ich langsamer werde als der LKW. Und hinten kommt der Lieferwagen. Und ich habe echt so ein Gefühl gehabt, der wird einfach warten, weil der denkt, ich bin eine KTM 1300 Kubik, Alter, ich werde dich komplett feucht machen, diesen Berg rauf. Aber nein, also ich bleibe links und kein Witz, dieser Kastenwagenfahrer, der war so nett, der fährt quasi so rechts hinter mir und macht so Lichthupe, so überhol doch, wie er näher kommt. Und ich fange schon an links zu blinken, um ihm zu signalisieren, jo, ich bleibe links, ich fahre nicht raus. Er hat nochmal so ganz lieb so Lichthupe und ich so, hey, verdammt, tut mir voll leid, ich schalte Warnblinkanlage an, ich bleibe links und deute ihm so, fahr vorbei. Und ja, der war so nett, der hat sich so gefreut. Genau, also ich links geblieben, hinter dem LKW einfach bergauf, war eh schon auf wahrscheinlich 70 und habe den Kerl vorbeigewunken, der hat sich so gefreut, der hat rausgewunken, einfach mit einem Lächeln über beide Ohren. Ja, Hammer. Also ich habe noch 10 Minuten bis zur KTM-Werkstatt, ich werde es auf jeden Fall bis 5 vor 12 schaffen. Die sperren natürlich um 12 zu
Und ich hoffe auf ein wenig freundlichen Empfang und dass Sie verstehen, dass es vielleicht nur jetzt ausgelesen werden kann. Bitte, liebe KTM-Leute, unterstützt einen Motorradliebhaber, der einfach gern keine Probleme mit seinem Moped hat. Aber ja, Shift-Shaft-Sensor. Also gestern war das Fehlerbild noch. Fehlermeldung, jetzt ist Motorkontrollleuchte nämlich auch schon dazugekommen. Gestern war einfach Traktionskontrolle Ausfall und Geschwindigkeitsregelung Ausfall und der Gang wurde noch angezeigt. Und jetzt gerade einfach beim Losfahren, ihr habt es gesehen, ich habe so gar nicht damit gerechnet. Ich dachte echt, ich muss jetzt noch ein bisschen im Kreis fahren und ich schaffe es eh nicht bis Mittag. Genau, jetzt war einfach alles zusammen wieder wie das Irland-Fehlerbild 1:1. 1 PS Leistung. Ich glaube es nicht. Also ich sage 1 PS Leistung, genau sowas in Irland. Also auch so 50 Kubik Roller beschleunigen schneller als du. 125 Kubik Roller beschleunigen sowieso schneller als du. Dementsprechend bist du wirklich am letzten Krümel Leistung unterwegs. Geil, aber ich freue mich, dass ich euch mitgenommen habe. Und ich freue mich, dass ich euch diese Fehler zeigen habe können. Und jetzt nochmal das Resümee. Das habe ich nämlich auch schon am Anfang erzählt, aber da hat der DJI Mic Receiver den Hänger gehabt. Ich habe das Motorrad vor einem Monat aus der Werkstatt geholt. Man hat alles abriert und gesagt, es funktioniert perfekt. Ich hatte ja ein schlechtes Gefühl. Dazwischen war auch noch das 15.000er Service. Es hat soweit auch alles wieder funktioniert, keine Fehlermeldungen. Und ich dachte mir irgendwie auch für die Reparatur, Alter, das ging zu schnell dafür, dass wir so viele Fehlermeldungen haben. Und was ist jetzt? Ein Monat später ist das Ding wieder Totalausfall. Schaut euch das an. Ich weiß erstens nicht, welchen Gang ich fahre. Ist mir auch egal, das kriege ich hin. Hatte früher sowas auch nicht. Aber hier war es zweiter Gang, würde ich sagen. Ach komm, Sportmodus. Also ja, ihr versteht es. Und deshalb beim Rebel-Video war dieser eine Kommentar von diesem Kerl. Ich poste gerne hier rein. Wo du sagst, ja, ich kleiste hier so viel Silikon in die Koffer und darüber aufregen. Jeder ist ja Baumann. Oder jeder ist ja ein bisschen Handwerker und hat so Zeug zu Hause, aber was soll ich denn machen? Soll ich hier das KTM-Steuergerät neu programmieren? Soll ich ein Handy kaufen, das kein Android-Betriebssystem drauf hat und dann sagen, okay, das programmiere ich selbst und Glas drauf? Soll ich ein Fenster kaufen ohne Glas und dann mich aufregen, dass da ja, Regen reinkommt und dann gehe ich zum Baumarkt und kaufe mir Glas? Klar kann ich selber auch Glas reinmachen und dann habe ich ein leeres Fenster gekauft und du bezahlst hier für die Koffer zahle ich 1.500 € mindestens Untergrenze für die Befestigung und die beiden Koffer. Und dann bekomme ich undichte Koffer. Also ich habe mich schon sehr aufgeregt, ein bisschen sehr. Aber ich hoffe, das kann man schon verstehen, dass man, wenn man einfach Geld für Sachen bezahlt, die einfach funktionieren sollten, dann erwartet man, dass die Scheiße einfach funktioniert. Und dementsprechend so viel Geld, hier sprechen wir von knapp 30.000 €, dann erwartest du, dass es tut. Also, Daumen drücken. So, da. Hallihallo. Ich glaube, das ist eine echt interessante Perspektive. Und ich glaube, ihr seht fast nichts, weil es radikal blendet, aber da vorne bleibe ich stehen. Sekunde. Ich liebe und hasse diese MVG-Räder. Auf jeden Fall zur gleichen Zeit, aber es ist eine tolle, nachhaltige Lösung. Dementsprechend aktuelles Update und aktueller Stand. Heute Pi mal Daumen 5. September. Ich verkünde somit offiziell Saisonende 2023, schätze ich mal. Also ich war gerade bei der KTM-Werkstatt, ich habe es echt geschafft, wir haben es gesehen, der Fehler war wieder da. Und sie haben mir ja unendlich oft gesagt, man muss immer kommen mit dem Fehler aktiv, weil dann können wir den sofort auslesen und den müssen wir sofort auslesen, weil sonst ist er ja wieder weg. Lol, jetzt hat man mir gesagt, man kann mir leider nicht helfen, man kann mir den Fehler jetzt nicht auslesen. Ich habe ja in einer Woche einen Reifenwechseltermin. Dann kann man sich um das Moped kümmern. Lol. Genau, Resümee. Vor über einem Monat habe ich in Irland meine Rechnung selbst bestellt. Und da läuft wohl noch immer irgendein Prozess. Auf jeden Fall, ich habe mein Geld noch immer nicht gesehen. Jetzt ist eben 5. September, Anfang September. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn das mit dem Moped, und das war meine Sorge, annähernd so ähnlich lang dauert. Deshalb, ich habe gehofft, es hält einfach diese Saison noch durch. Und ich stelle sie am letzten Tag der Saison vorbei. Aber nee, sie hat gestern schlapp gemacht. Dementsprechend, ich rechne, dass das mindestens einen Monat dauert. Und ja, wir wissen, Anfang Oktober ist es nicht mehr so geil zum Moped fahren. Dementsprechend ist das, glaube ich, das Update KTM. Zweimal Totalausfall innerhalb eines Jahres. Das ist ja schon ein Fakt. Die Frage ist, wie wird es repariert? Was kommt dabei raus?
Voll traurig. Ich finde, der Suzuki GSX-R 1000 sieht irgendwie mega geil aus als Tourer. Ich weiß nicht die genaue Typenbezeichnung. Ich glaube, die hole ich mir jetzt mal für eine Probefahrt. Habe richtig Bock. Und lass mir vielleicht 1, 2 gute Angebote reingeben. Ach du heilige Scheiße. Das war was. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr wissen wollt, welches Motorrad ich mir als nächstes kaufe oder ob ich doch noch mit der KTM weiterfahre, das wird eine schwierige Entscheidung. Aber ich glaube, sie wird einfach vernunftbasiert sein. Bleibt auf jeden Fall dran und man sieht sich beim nächsten Video. Ciao, immer gute Fahrt, ride hard, ride safe. Ach ja, und ich glaube, hier noch ein paar Eindrücke von diesem geilen Gesäusewochenende, weil ich habe ein bisschen wieder mit dem DJI Mic experimentiert. Es ist noch nicht perfekt, aber es ist schon ziemlich geil geworden. Dementsprechend gönnt euch. Servus.